Wir laden euch ein zu einer neuen Folge History, Travel, Nature. Birkenfels ist eine von sage und schreibe 9 Burgen, welche verteilt rund um den Odilienberg stehen. Die kleine Anlage wurde vermutlich im 13. Jahrhundert widerrechtlich im Auftrag von Walter von Geroldsegg, dem damaligen Straßburger Bischof, erbaut. Doch das ist nur ein kleines Detail ihrer spannenden Geschichte. Die Errichtung der Burg fand mit großer Wahrscheinlichkeit im sogenannten Interregnum statt, der Zwischenzeit nach der Absetzung von Kaiser Friedrich II. Durch Papst Innozenz IV. In dieser Übergangszeit, die knapp 30 Jahre dauerte, gab es zwar gewählte Kaiser, doch deren Einfluss war nicht sehr groß. Forschungen zufolge soll der Bau in der Zeit um 1260 stattgefunden haben. Birkenfels ist eine eher kleine Burg. Doch ein Besuch lohnt sich, denn es sind noch viele Überreste vorhanden. Betreten wird die Anlage über ein Rundbogenportal. Es ist möglich, dass es ursprünglich nur über eine Zugbrücke erreicht werden konnte. Danach steht man in der Vorburg, welche sich über eine Länge von 32 Metern erstreckt. Das Areal ist von einer Ringmauer umschlossen, die einen Wehrgang besaß, der über eine Brustwehr mit Zinnen verfügte. Am augenfälligsten ist der mehrstöckige Wohnbau, dessen Mauern noch bis zu 14 Meter hoch erhalten sind. Der Eingang war durch ein turmähnliches Bauwerk abgeschirmt, was man gut in historischen Abbildungen erkennen kann. Der Innenraum ist mit einer Länge von 19 und einer Breite von 6,5 bis 9 Metern durchaus geräumig. Es sind noch diverse Details wie Bänke in den Sitznischen zu sehen. Bei genauerem Hinsehen finden sich Spuren von 2 Kaminen. Die anderen Zimmer wurden wohl mit Kachelöfen beheizt, wie diverse gefundene Ofenkacheln nahelegen. Dann gibt es zur Angriffsseite einen 5-eckigen Bergfried zu sehen. Durch einen nachträglich in die Mauer geschlagenen Zugang kann man in das Innere gelangen. Wobei Bergfried übertrieben ist, denn der Turm ist relativ eng. Viel mehr als ein Treppenhaus hat wohl nicht hineingepasst. Zudem legen Untersuchungen nahe, dass er nie fertiggestellt wurde. Die gut gepflegte Anlage ist frei zugänglich und kann gut in einer Wanderung mit anderen Burgen in der Gegend, wie beispielsweise Dreistein, verbunden werden. Die erste urkundliche Erwähnung der Burg erfolgt 1289. Es handelt sich dabei sozusagen um die Legalisierung von Birkenfels. König Rudolf von Habsburg belehnt darin mit Zustimmung der Bürger von Obernai Burkhard Beger, einen Dienstmann des Bischofs von Straßburg,
mit der Burg Bergfels, wie sie dort genannt wird. Darin wird auch festgelegt, dass Burckhardt der Stadt Obernä, auf deren Gebiet die Burg steht, jährlich Abgaben zu zahlen hatte. Danach findet sich zur Burg Birkenfels für lange Zeit nichts mehr in den Schriften. Erst 1432 wird sie wieder als die Zarge Birkenfels genannt. Doch der Wortlaut legt nahe, dass sie damals eine Ruine war. Diese These wird durch die an den Mauern im Wohnhaus gefundenen Brandspuren gestützt. Im Laufe des 15. Jahrhunderts muss die Anlage jedoch wieder aufgebaut worden sein. Dies legen zahlreiche archäologische Funde nahe, welche in diese Zeit datiert werden. Im Jahr 1465 bewohnt die Familie Beger Birkenfels bereits nicht mehr selbst, sondern lässt sie durch den Burgvogt Fritzsche von Nidegg verwalten. Und um 1470 gaben sie die Anlage als Afterlehen an Emmerich Ritter. Im Jahr 1521 wurde das Lehen von Kaiser Karl V. nochmals bestätigt. Doch bereits 11 Jahre später starb mit Matthias dem Unsinnigen der letzte männliche Nachkomme der Familie. Danach ging die Burg an Matthias Held, den Vizekanzler des Kaisers. Doch scheinbar hatte er keine Verwendung für Birkenfels. Bereits nach 5 Jahren verkaufte er die Anlage an den Patrizier Konrad Johann von Mundolsheim aus Straßburg. Die Familie bewohnte die Anlage nie selbst, sondern ließ sie von Vögten verwalten. Bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde die Burg vollends aufgegeben und sie begann langsam zu verfallen. In der Folge nutzten die Menschen der Umgebung den Ort als Steinbruch. Bereits auf der Elsasskarte von 1576 wurde die Burg nicht mehr eingezeichnet. Seit der Französischen Revolution ist die Burgruine Eigentum der Stadt Obernä und wird heute von einem Verein betreut. Den Standort auf Google Maps und weitere Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's auf zu einer weiteren Burg. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.